Hey, willkommen zurück, Fragrancedoc wieder hier. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute stelle ich euch, ja, extrem süße Düfte vor. Süßer geht's nicht. Süßer als süß. Wie auch immer. Sehr geil. Ihr seht sie hier auch schon stehen. Also ich muss sagen, ich habe sie noch nicht so verglichen selber. Ich habe sie zwar hier unten in Dry Down, ich habe sie schon aufgesprüht, weit vorher. Und ich bin mir noch nicht sicher. Ich werde euch sagen, welchen ich am besten hier finde. Das mache ich im Endeffekt live. Ich habe das mir nicht vorher jetzt gesagt, oh, jetzt hier. Nee, ich habe es mal aufgesprüht. Ich werde das hier gleich mit euch zusammen nochmal durchgehen. Ich werde die Düfte auch nochmal vorstellen kurz und so weiter und so fort. Es sind einfach süße Düfte. Da wäre ein Mann früher gar nicht drauf gekommen. Früher hat man einfach Barbershop, animalisch, würzige Düfte getragen und Punkt. Aber ab Job Homme, einer meiner Lieblingsdüfte immer noch, ab Job Homme wurde das geändert und der Mann hat dann süße Düfte getragen oder es wurde immer süßer und so weiter und so fort. Aber das ist hier schon, ohne das negativ zu meinen, wirklich fast schon die Schmerzgrenze, was die Süße angeht. Und ja, wir fangen jetzt gleich mal an. Und ja, wenn ihr diesen Kanal gut findet, dann bleibt einfach hier, drückt die Glocke, werdet Mitglied, auch wenn ihr Bock habt. Dann kommt ihr an, ja, Infos ran, einfach schneller und Livestreams extra nur für Mitglieder und so weiter. Alles unten beschrieben, schaut mal rein. So, und jetzt fangen wir an mit den Düften. Jo, willkommen zurück und wir fangen an mit den Job Homme Eau de Parfum. Ja, Haselnuss, Zimt in der Kopfnote sind auf jeden Fall, ja, einfach da. Sofort, wenn man sprüht. Die Haselnuss gefällt mir. Das ist ja immer nicht so einfach, Haselnuss und auch das, oder der Zimt, der dann kommt. Zimt ist schon so schwierig. Das ist nicht so ein unbedingter Zimtduft, wie ihr jetzt Zimt, wenn ihr an Zimt allgemein riecht. Nein. Es ist einfach durch die Haselnuss sehr cool gemacht und der ist schon sehr süß, vielleicht auch synthetisch süß, aber ganz ehrlich, klar, logischerweise synthetisch süß, ohne das jetzt auch negativ zu meinen. Ich finde ihn wirklich sehr, sehr gut. Ihr kennt ja, ich habe ja ein Review dazu gemacht, auch ein Live-Review und er hat schon richtig Stil. Natürlich nachher in Dry Down kommt die Vanille. So, das ist auch hauptsächlich sehr wichtig, Kardamom auch. Es passt, finde ich, alles beim Job Homme, nicht nur der Flakon, ich finde ihn ganz cool. Und es ist ein geiler Duft, der wirklich richtig stark ist, sorry. Und ja, silagemäßig wirklich auf die Fresse haut und auch die Haltbarkeit ist einfach unschlagbar gut. So, kann man nicht sagen. Über 10, 11 Stunden, sehr gute Ausstrahlung. Aber das ist eben Job Homme, das hat die aktuelle Version auch noch, wenn viele das nicht meinen. Aber man nimmt das nicht immer selber wahr. Ne? Das ist auch Tagesform, auch was ihr gegessen habt an den Tag. Vergesst das bitte nicht. Er strahlt einfach gut aus, der alte noch und der hier auch. Sehr cooler Duft. Job Homme Eau de Parfum. So, der nächste ist Yves Saint Laurent White Le Parfum. Ja, Ingwer an Anfang und Apfel. Und das merkt man. Cooler Sprüher übrigens, auch wie der Job Homme hat auch einen guten Sprüher. Ja, einfach sauer. Apfel, grüner Apfel, man merkt das. Und dann die Süße. Ich mag diesen Duft. Dann kommt Ingwer. Das ist ganz wichtig in diesem Duft bei Y Ingwer. So. Bei Le Parfum und bei das Eau de Parfum, glaube ich, ist Ingwer einfach der Bestandteil dieses Duftes. Und auch cooler Flakon. Mir gefällt dieser richtig gut. Ich weiß gar nicht, welchen ich ihn besser finde. Ich glaube, ich finde im Endeffekt zum Schluss nachher das Eau de Parfum oder Parfum besser als das Le Parfum. Aber ich muss sagen, sehr geil. Im Endeffekt frisch, süß. Die Süße ist einfach da. Die Süße ist einfach da bei diesen Düften. Das muss ich ja nicht erwähnen. Das ist ja das Video. Es geht ja um süße Düfte. Und ist er noch süßer? Nein. Ich finde den Job Homme Eau de Parfum süßer als ihn. Aber er ist eben auch anders. So, und es wird schwer, wenn ich das hier so rieche. Bin gespannt zum Schluss, wie das wird. Also sehr, sehr interessanter Duft. So, als nächstes habe ich den Azzaro Most oder The Most Wanted. Ja, für mich im Endeffekt neben den By Night, glaube ich, der beste. Also wirklich ein cooler Ableger, muss man sagen. Auch hier guter Sprüher. Ja, also geil. Muss ich sagen. Kardamom am Anfang,
merkt man richtig raus. Bisschen plastikhaft, muss ich schon sagen, aber jetzt nicht störend, ne? Hat einfach diesen Touch irgendwie. Dann Toffee, Vanille und Vetiver. Gut, von Vetiver vergessen wir mal, das ist, keine Ahnung, macht vielleicht ein bisschen runder, aber nimmt man nicht wirklich wahr. Also Toffee, definitiv, und Vanille. Und das rundet den Duft ab. Auch hier gute Haltbarkeit. Der Job Homme, ach, das habe ich auch vergessen, bei den Y ist die Haltbarkeit auch gut, bei 7 Stunden, hier auch ungefähr 8 Stunden. Der Job ist einfach Powerhouse, hier auch der stärkste in der Reihe. Das gleich vorweg. Aber das sind alles Düfte, die ich hier vorstelle für Disco, also Clubs, Club, wie auch immer, Bars, Date, ja, muss ich nachhinein, wenn ich die durch habe, werde ich das nochmal, ich überlege immer so nebenbei auch, kann man natürlich, kommt darauf an, wie alt ihr auch seid und so weiter und so fort, weil zu süß, alle Männer denken immer, die Frauen mögen süße Düfte. Nein, das ist nicht immer so, Leute. Auf jeden Fall, dieser Duft ist einfach ein Toffee-Duft, Vanille. So, Kardamom am Anfang auch ein bisschen Plastik, sehr, sehr cool, cooler Flakon auch. Der hat schon Stil, der Duft. Sehr gut. So, als nächstes kommen wir zu Scandal. Ja, Scandal. Ja, man fährt dick auf hier. Ich finde das aber gar nicht so schlecht. Es ist ein sehr stabiler Flakon. Das hatte ich ja schon auf Sylt gesagt, wo ich ihn vorgestellt habe kurz. Aber das ist ein, ja, das ist ein wirklich süßer Duft. Am Anfang ist er schon sehr süß. Auch hier guter Sprüher. Er kommt aber irgendwie ein bisschen blumig rüber am Anfang. Die Süße ist also in der Luft ist dieser Duft ganz anders. Da fängt der Punkt an, ganz anders als nachher auf der Haut. Der ist schon wirklich süß, weil Karamell und die Tonkabohne ist eben da. Vor allem Karamell. Und wer wirklich süße Düfte mag, wer Karamell mag und so weiter, ist natürlich bei diesem Duft wirklich sehr gut aufgehoben. Alle Düfte, gleich vorweg, alle Düfte kommen wahnsinnig gut an. Muss ich so sagen, auch er hier. So, vergesst immer dieses Schema, ja, bla, dies, und weil irgendwelche Leute das sagen, scheiß drauf. Erstmal ist das euer, was ihr wollt, tragt das, was ihr wollt. Und wenn ihr mitgehen wollt für das, was wirklich ankommt, dann könnt ihr diese Düfte tragen. Da können andere Leute labern, wie sie wollen. Es ist nun mal so. Sie kommen an. Ob dann, wenn Frauen den gut finden, dann viele sagen, ja, dann haben die keinen Geschmack oder keinen Stil oder was auch immer. Es gibt eben Leute, die haben immer was zu nörgeln. Jedenfalls, guter Duft. Es ist das Rad nicht neu erfunden worden. Natürlich nicht. Ich finde ihn aber gut. Und ich finde auch gut, dass Jean Paul Gaultier Scandal rausgebracht hat für den Mann, weil ich finde, die DNA ist so ein bisschen drin von den Frauendüften und das hat schon Stil. Ja, und zu guter Letzt nochmal Jean Paul Gaultier Le Male Le Parfum. Ja, auf den haben ja ganz viele gewartet. Das ist auch der, ich müsste jetzt lügen, älteste in der Reihe, aber auch noch nicht so alt. Ja, es ist Kardamom, Iris und Vanille natürlich. Und hier ist extreme Süße am Start. Ja, und er hat, das habe ich am Anfang nicht mitbekommen, wo ich den gekauft habe, umso öfters man ihn riecht oder auch selber trägt, man merkt die DNA von Le Male im Hintergrund. Das war am Anfang, erst zweimal habe ich gedacht, ja, aber ein bisschen DNA wäre schon nice, weil es ist ja ein Ableger nach so vielen Jahren, genauso wie Job Homme. Hier merkt man aber, Background von Le Male ist da. Dann habe ich in Job Homme zum Beispiel nicht wirklich, sagen wir mal so, wirklich, da musst du schon wirklich, ja, ganz tief reingehen und dann könnte man vielleicht ein bisschen DNA erschnuppern, sorry. Viele meinen ja auch, und ich meine das selber, das ist ein Gaultier 2, so riecht ähnlich in die Richtung. Sehr interessanter Duft, gibt es ja auch nicht mehr von Jean Paul Gaultier. Ja, auf jeden Fall Kardamom, Iris, Vanille, es ist klar, sehr, sehr geil. Und Lavendel. So, und das ist der Duft. Und schönen Schwarz hier. Und ich muss sagen, einfach ein cooler Duft. So, es ist einfach schwer, jetzt ein Ergebnis raus zu riechen. Ich habe das ja hier, wie gesagt, vorher schon raufgehauen, vor ein paar Stunden. Hier ist der Dry dann drauf. Ich muss mir mal neue Dinger wiederholen. Am besten Fragrance Dog mal machen lassen. Und ja, lassen wir fallen. Egal.
Ich kenne sie auf jeden Fall. Ja, ich kann euch sagen, dass der Scandal auf Platz 5 kommt. So, das ist für mich Platz 5. Wie gesagt, ich finde sie alle gut. Alle für Club, Bars und so weiter geeignet. Süß, kennen wir ja, das ist ja das Video. Es geht hier wirklich um penetrant süße Düfte, aber da ist er auf 5. So, dann würde ich sagen, das ist dann schwierig, echt schwierig. Ja, dann nehmen wir den Azaro auf 4. Fragt mich jetzt nicht warum, weil wie gesagt, die sind ziemlich ähnlich. Ich finde zum Beispiel, dass das Scandal, nehmen wir mal die DNA von den Le Male Le Parfum raus. Auf dem Papier haben sie sehr viele Ähnlichkeiten. Auf der Haut nicht und so weiter und so fort. Auf jeden Fall hier auf 4. 2 Y Le Parfum. Und dann wird es ganz schwierig zwischen diesen beiden Jungs hier. Müsste ich echt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ganz, ganz schwer. Es könnte es, also von der Ausstrahlung, Haltbarkeit ist er auf 1, ganz klar. Aber ich glaube insgesamt, er ist vielleicht nicht ganz so stechend abgerundet da. Ich nehme jetzt mal ihn auf 1 und dann auf 2. Aber eigentlich, ich finde ihn sehr geil. Ich finde, wie gesagt, alle gut, aber die beiden, die sind schon wirklich, ja, sehr cool gemacht, sehr nice und so weiter und so fort. Ja, Leute, das waren die süßen Düfte. Süßer geht's nicht mehr. Im Endeffekt, es geht noch süßer. Der passt hier jetzt nur nicht rein. Und ich habe einfach die aktuellen, neuesten haben wollen. Und ja, ich denke mal, da kommt ja, ich werde mal sehen, wie der neue Paco ist, der neue Paco Rabanne und so weiter. Den werde ich natürlich dann auch vorstellen, ob der auch in die Richtung geht oder ob der auch süß ist. Es ist ja alles schwer heute. Entweder süß oder duschgelartig. Mal sehen, wann sich das wieder so ein bisschen dreht. Ich bin gespannt, Leute. Also macht's gut und haut rein, bleibt gesund, bleibt stark und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Fragrance Talk.